Die alten Gedanken bist du gewohnt zu denken. Und deshalb denkt man natürlich dann immer wieder gerne zurück in die alten Gedanken. Manchmal hängen meine Gedanken in der Vergangenheit fest. Ist das nur bei mir so oder gibt es in deiner Praxis das auch? Das ist etwas, was mir auffällt, dass das bei sehr vielen Menschen der Fall ist. Man geht einen Schritt vorwärts, macht Techniken, Übungen, macht die, aber die Gedanken sind trotzdem die alten. Sie kehren sofort wieder zurück zu den alten Gedanken. Und das ist ganz einfach. Der Grund dafür ist klar, ganz klar. Denn die alten Gedanken bist du gewohnt zu denken. Und deshalb denkt man natürlich dann immer wieder gerne zurück in die alten Gedanken. Ist natürlich für die Energie nicht wirklich förderlich, denn wenn du in der Vergangenheit hängst, na, was bringt dir dann schon deine Zukunft? Die Zukunft wird wie die Vergangenheit. Genau. Und ist das, was du willst? Absolut nicht. Naja, es gibt Ausnahmen. Das möchte ich natürlich beibehalten. Ja, aber das ist schön, das kannst du ja mitnehmen in die neue Zeit, indem dass du das mit in die Gegenwart nimmst. Die Gedanken oder die schönen Ereignisse, das erhöht ja deine Schwingung, das ist ja positiv, wenn du die behältst. Nur mit den Negativen, so nach dem Motto, oh, ich bin überlastet, alles muss ich alleine machen. Das sind alles so Sätze, oder nicht schon wieder. Das sind so Sätze, die einem die Energie rauben. Und nachher fragst du dich, warum dass du energielos bist und irgendwie den ganzen Tag nichts mehr machen kannst. Und dann sage ich halt dann ganz knallhart immer wieder, was ist dein Gewinn an deinen Gedanken? Wo holst du die Kraft daraus? Und dann liebe ich es, wenn die Klienten mit dem Wort eigentlich antworten. Dann kann ich mein eigentlich Spiel wieder machen. Und das liebe ich. Meine Frage ist dann immer, und uneigentlich? Ja, und ich frage immer wieder die gleiche Frage. Okay, und wie schnell merken dann die Klienten, was du eigentlich von ihnen willst? Meistens nicht. Nachdem dass ich 3-4 Mal dasselbe gefragt habe, kommt da meistens die Feststellung, du fragst mich immer das Gleiche. Und dann kann ich wieder antworten, du antwortest ja immer auf das Gleiche. Und dann frage ich sie, sage ich dir mal ein Beispiel. Was hältst du davon? Es ist eigentlich schönes Wetter. Ist es jetzt schön oder ist es nicht schön? Und erst dann beginnen sie zu grübeln und festzustellen, dass das Wort eigentlich nicht aussagt oder an und für sich alles offen lässt. Mir ist aufgefallen, dass das Wort eigentlich immer dann benutzt wird, wenn ich nicht bereit bin, Stellung zu beziehen und mich wirklich zu hinterfragen, will ich es nicht, dann kommt mir natürlich das Wort eigentlich sehr gelegen, denn ich sage damit ja nichts aus. Ja, oder ich sage genau das Gegenteil. Aber das ist ja eben nicht definiert, weil das Wort eigentlich kann beides sein, kann positiv und negativ sein, kann schönes Wetter und nicht schönes Wetter sein. Okay, was hat denn das Wort eigentlich mit der Vergangenheit zu tun? Ja, alle Sachen, die wir mit negativen Gedanken oder Emotionen besetzt haben, gehen wir sehr gerne in die Unverbindlichkeit. Eigentlich. Wir wir erlauben uns nicht richtig, Stellung zu beziehen und klare Ansagen zu machen. Doch die klaren Ansagen, die braucht es, damit wir alte Strukturen, alte Gedanken endlich mal ändern können. Solange wir nicht im Reinen mit diesen Gedanken sind, da möchten wir uns ja nicht klar definieren, möchten wir es ja nicht klar bestimmen. Und für mich ist das das Wort eigentlich immer so ein Parameter, um zu sehen, ob mein Klient jetzt wirklich bereit ist, diesen Schritt zu gehen oder nicht. Und es ist ja sehr einfach, denn mit diesem einen kleinen Wörtchen, das sagt so viel aus für dein Gegenüber, nicht für dich. Genau, es sagt aus, dass man völlig unsicher ist an der Stelle. Ja, und dass du nicht genau weißt, was du überhaupt willst. Du kannst wissen, was du willst, und dann holt dich die Vergangenheit wieder ein, indem dass du nur einen Alltagshandgriff machst. Kann ganz banal sein. Du nimmst die Pfanne aus deiner Schublade, befüllst sie mit Essen und stellst sie auf den Herd.
Und dabei kannst du dich schon ertappen, dass du wieder in der Vergangenheit denkst, wie habe ich es gestern gemacht, wie habe ich es vorgestern gemacht, was hatte ich immer dazu? Ich habe angefangen, wenn bei mir solche Gedanken kamen, habe ich immer gesagt, stopp. Das war gestern, heute habe ich Lust auf was Neues. Und habe dann unmögliche Sachen miteinander vermixt. Erich, der hat sich dann immer den Kopf geschüttelt und gefunden, das kann nicht schmecken. Und ich, wieso? Hast du es schon ausprobiert? Und der, nein, würde ich nie. Dann habe ich gesagt, ja, dann ist es jetzt das erste Mal. Ist natürlich auch für das Gegenüber eine Herausforderung. Ja, genau, die gesunde Neugier gehört ja zu unserem Leben. Also ein Beispiel, wie öffne ich Briefe? Freudig in Erwartung, etwas zu erfahren oder mit Aversion, wieder eine Rechnung oder irgendeine komische Nachricht, die ich gar nicht hören will oder Arbeit. Oder eben neugierig, Mensch, was kann das Tolles für mich bringen? Ja, da sind wir wieder bei der Frage, was ist dein Gewinn? Was ist dein Gewinn aus dieser Rechnung, die du öffnest oder aus dem Briefumschlag, den du öffnest? Auch eine Rechnung ist ein Gewinn für dich. Denn wenn ich denke, ach, nicht schon wieder eine Rechnung, was bestelle ich? Viele, viele Rechnungen. Genau. Wenn ich denke, eine Rechnung, okay, kann ich gleich bezahlen, na dann lebe ich doch in der Fülle. Dann hat der Mangel keinen Platz mehr. Das musste ich auch zuerst lernen. Ich habe auch die Rechnungen geöffnet und gedacht, nicht schon wieder eine Rechnung. Muss das denn jetzt auch noch sein? Konnten sie sich das nicht verkneifen? Und dann habe ich angefangen, bei jeder Rechnung Danke zu sagen, dass die Rechnung kam. Und dann habe ich bei der Bezahlung auch Danke gesagt, dass das Geld schon auf dem Konto war, dass ich die Rechnung gleich bezahlen konnte. Das habe ich so 2 oder 3 Monate gemacht. Und dann habe ich entschieden, so, Rechnungen, ihr wisst, ihr werdet gleich sofort beglichen, dann könnt ihr auch zu Hause bleiben. Damit habe ich in meinem Kopf das wieder gedreht, dass ich Danke sage, dass eine Rechnung kommt, denn wofür ich dankbar bin, bekomme ich ja mehr. Deshalb habe ich das auch ganz bewusst wieder gedreht. Nur die Gewohnheit, ankommende Rechnungen sofort zu bezahlen, die habe ich beibehalten. Denn ich konnte jedes Mal Danke sagen, dass genug Geld auf dem Konto war. Und wenn halt mal nicht genug Geld auf dem Konto war, naja, was hindert mich, Teilzahlungen zu machen? Der Empfänger hat vielleicht nicht so Freude, aber ist das meins? Nö, das ist seins. Dann habe ich vielleicht eine Rechnung in 5, 6 Raten beglichen und konnte aber 5, 6 Mal Danke sagen. Und hattest immer schneller das Geld auf deinem Konto, um genau deine Rechnung zu bezahlen. Genau das ist es. Wofür ich dankbar bin, bekomme ich mehr. Wenn ich mich bedanke, dass das Geld auf meinem Konto ist, dann bin ich in positiven Gedanken. Ich kreiere meine Zukunft. Und ich habe mich von der Vergangenheit ganz klar distanziert, weil ich mache es jetzt anders, als ich es früher gemacht habe. Das ist ein kleiner Schritt. Und so können wir Schritt für Schritt unsere alten Gewohnheiten ablegen und uns neue aneignen. Gewohnheiten, die für uns förderlich sind, die für das förderlich sind, was du wirklich willst. Jedoch dazu musst du genau wissen, was willst du? Ich schlage vor, nimm einen Stift, ein Blatt Papier und notiere dir mal ganz genau, was will ich wirklich? Und dann gehe deine alten Gedanken durch und beginne sie zu verändern, Stück für Stück. Und dabei wünschen wir dir viel Vergnügen und viel Erfolg.